Hallo und herzlich willkommen zum Kontist Steuerservice. Bevor wir jetzt gemeinsam zusammenarbeiten, brauche ich noch ein paar Dinge von dir. Punkt 1, bitte schick uns alle notwendigen Dokumente und Unterlagen, die du auch unter diesem Video nochmal aufgelistet findest. Besonders wichtig dabei ist dein letzter Einkommensteuerbescheid. Dabei ist es nicht so wichtig, wie alt der ist, aber ist wichtig für uns, den Einkommensteuerbescheid zu haben, weil wir sehr viele Informationen aus dem Steuerbescheid rauslesen können und müssen dir keine 20 Einzelfragen stellen, sondern können einfach alles direkt aus dem Steuerbescheid übernehmen. Zweiter Punkt: Solltest du deine Buchhaltung mit einem Online-Buchhaltungstool erledigen, wie zum Beispiel LexOffice oder Debitor oder Fastbill, gib uns bitte die Zugangsdaten, und zwar schick uns einen Zugang an steuern@kontist.com, einen Steuerberaterzugang, dass wir Zugriff auf deine Buchhaltungsdaten haben und diese Daten in deine Buchhaltung übernehmen können. Und drittens, ebenfalls sehr wichtig, bitte schick uns alle früheren Buchhaltungsdaten, wenn du vorher bei einem anderen Steuerberater gewesen sein solltest, oder aber auch, wenn du vorher ein anderes Bankkonto genutzt haben solltest, schick uns bitte alle diese Informationen, idealerweise in einem DATEV-Format oder einem CSV-Format, damit wir auch diese berücksichtigen können, wenn wir am Jahresende oder Anfang nächsten Jahres deine Steuererklärung erledigen. Zweitens, sobald wir den Steuerbescheid haben oder zumindest deine Steuernummer und deine persönliche Steueridentifikationsnummer, hinterlegen wir bei deinem Finanzamt für dich eine Empfangsvollmacht und eine Vertretungsvollmacht beim Finanzamt. Das bedeutet zwei Dinge. Empfangsvollmacht ist relativ einfach. Wir dürfen alle steuerlichen Briefe für dich und in deinem Namen empfangen. Das heißt, in Zukunft werden die ganzen Finanzamtbriefe nicht mehr bei dir zu Hause landen, sondern bei uns, und wir können sie uns direkt erstmal anschauen. Wir können schauen, ob wir etwas erledigen müssen. Natürlich halten wir dich immer auf dem Laufenden, was gerade der Stand ist, aber wir können uns sofort um alle Anliegen kümmern, ohne dass du tätig werden musst. Nur als kleiner Hinweis: Das kann ein paar Tage dauern oder auch unter Umständen mal 2, 3, 4 Wochen dauern, bis das eingerichtet ist beim Finanzamt. Das ist je nach vom Finanzamt zu Finanzamt unterschiedlich, wie lange das dauert, aber in der Zukunft soll das so ablaufen, dass alle Dokumente erstmal bei uns landen. Wir können direkt mit der Arbeit loslegen und informieren dich dann natürlich. Der zweite Punkt ist natürlich die Vertretungsvollmacht. Die Vertretungsvollmacht brauchen wir, um in deinem Namen für dich Steuererklärung abzugeben, zum Beispiel eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben, in deinem Namen Anträge zu stellen oder auch Daten abzurufen, wenn wir zum Beispiel die Einkommensteuererklärung machen wollen. Deine Stammdaten, deine Informationen über dich, die beim Finanzamt gespeichert sind, dass wir diese Daten einfach abrufen können. Das ist der erste Schritt, nachdem du uns quasi alle Stammdaten zur Verfügung gestellt hast. Drittens, sobald wir alle Unterlagen für die Vollmachten von dir haben, können wir mit der rundum steuerlichen Beratung beginnen. Das heißt, wenn du eine Frage hast, irgendeine steuerliche Frage, sei es nun zum Fahrtenbuch, sei es zu Firmenwagen anschaffen, generell größere Anschaffungen, außergewöhnliche Belastung, Absetzbarkeit, wie man bestimmte Rechnungen in irgendwelche Länder schreibt, was auch immer dir einfällt, melde dich gerne bei uns. Es gibt 3 Möglichkeiten, wie du uns erreichen kannst. Das erste ist einfach durch die Kontist-App, entweder auf deinem Smartphone, einfach in dem Chat, oder in der Browser-Version. Die zweite Möglichkeit ist unsere Steuerhotline. Die Telefonnummer für die Steuerhotline findest du unter diesem Video, und du erreichst uns jeden Tag in der Woche, also von Montag bis Sonntag, von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. Das heißt 7 Tage die Woche, 12 Stunden am Tag. Oder dritte Möglichkeit: Wenn du uns lieber eine E-Mail schreiben möchtest, erreichst du uns jederzeit unter steuern@kontist.com. Viertens: Neben der steuerlichen Beratung übernehmen wir selbstverständlich auch die laufende Buchhaltung für dich. Das heißt, wir erstellen laufend deine Buchhaltung, schicken die Umsatzsteuervoranmeldung ab und kümmern uns um die zusammenfassende Meldung. Das Startdatum für diese laufende Buchhaltung richtet sich ein bisschen danach, wann du dich angemeldet hast und wann du auch dieses Video schaust. Weil es hier häufig zu Verwirrung kommt, einfach ein kurzes Beispiel. Nehmen wir an, wir hätten heute den 16.01.2021. Das würde bedeuten, dass der erste Monat, für den wir deine Buchhaltung machen und die Umsatzsteuervoranmeldung, ist der Februar 2021. Diese Voranmeldung ist dann fällig, je nachdem, ob du eine Dauerfristverlängerung hast oder nicht, am 10. März oder am 10. April. Das heißt aber, für dich ist wichtig, der erste Monat, um den wir uns kümmern, ist der Februar. Wenn du möchtest, dass wir uns auch für die Vormonate kümmern, sprich, dass wir Januar oder Dezember machen, oder möchtest, dass wir erst später anfangen, schreib uns noch eine kurze Nachricht in der Kontist-App, ruf uns kurz an oder schreib uns eine E-Mail an steuern@kontist.com. Fünftens:
Um eine möglichst schnelle und akkurate Buchhaltung sicherzustellen, würde ich dich bitten, alle deine Ein- und Ausgangsrechnungen möglichst zeitnah in der Contest-App hochzuladen. Das kannst du machen, entweder über die mobile Version der Contest-App auf deinem Smartphone, zum Beispiel wenn du mit der Contest-Karte einkaufen gehst, kriegst du den Kassenbeleg und du kannst direkt mit der Contest-App in der Transaktion ein Foto dieses Belegs machen und uns damit diesen Beleg zur Verfügung stellen. Wenn du deine Rechnung als PDF per E-Mail bekommst, kannst du über die Browser-Version von Contest gehen und dort in die Transaktion hineingehen und dort den PDF-Beleg einfach an die Transaktion heranhängen. Dann haben wir im Hintergrund die Rechnung schon bekommen und können mit der Buchhaltung starten. Sechstens. Sobald du uns die Rechnungen eingereicht hast, können wir mit der Buchhaltung starten. Und du kannst mit der Contest-App uns quasi in Echtzeit über die Schulter schauen. Du kannst nämlich jederzeit in deiner Contest-App nachschauen, in die Transaktionen reinschauen und sehen, wie wir welche Buchungen kategorisiert haben. Du würdest beispielsweise bei einem Bahnticket erkennen, Reisekosten mit ermäßigtem Steuersatz. Wichtig, wenn du schon eine ganze Weile Contest-Banking-Kunde bist, dann bist du es gewohnt, dass du das auch umkategorisieren kannst, damit deine Steuerrücklagen passen. Diese Funktion ist für Steuerservice-Kunden ausgeschalten, weil wir ja quasi das Ruder für dich übernommen haben. Wir kümmern uns darum, dass deine Steuerkalkulation richtig ist und sind rechtlich auch dafür verantwortlich. Du kannst aber in jeder Transaktion uns eine Chatnachricht schicken, wenn du der Meinung bist, dass etwas anders kategorisiert werden sollte oder wenn du Fragen zu einer bestimmten Transaktion haben solltest. Siebtens. Je nachdem, ob du eine monatliche oder quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst oder ob du vielleicht sogar von der Pflicht, eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben, befreit bist und nur eine jährliche Umsatzsteuererklärung abgeben musst, bereiten wir selbstverständlich deine Unterlagen fristgerecht vor. In deiner Contest-App siehst du jederzeit unter dem Reiter Umsatzsteuer, wie viel Geld du für die Umsatzsteuer zurücklegen solltest. Wir werden dann jeweils zum Stichtag, meistens ist es der 10. nach dem Voranmeldezeitraum, die Umsatzsteuervoranmeldung vor und übermitteln sie an das Finanzamt. Gleichzeitig schicken wir dir eine E-Mail mit der jeweiligen Steuererstattung oder mit der Zahlung, die du an das Finanzamt zahlen solltest. Mit diesen 7 Punkten bist du jetzt bestens gerüstet und ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit.